guten Tag, ist schon 11:50 Uhr, das stimmt. Einen schönen guten Tag, heute hier in Brüssel. Gerade jetzt erleben wir es wieder. Weitere beschädigte Kabel, das kann alles kein Zufall sein. Immer wieder gestörte GPS-Signale, kritische Infrastruktur, die ausgespäht wird mit Drohnen. Auch hier arbeiten wir als EU und NATO noch stärker zusammen. Auch hier verschärfen wir unsere Zusammenarbeit bei der Gefahrenerkennung und bei der Gefahrenabwehr. Die Koordinierung zwischen EU und NATO bauen wir gerade neu und weiter aus, gerade auch um unsere Resilienz zu stärken. Jetzt liegt GEAS zur nationalen Umsetzung im Deutschen Bundestag. Das haben wir als Bundesregierung gemeinsam beschlossen. Wir haben zudem ein Sicherheitspaket beschlossen, was im Bundesrat liegt. Das blockiert die Union und argumentiert jetzt, weil es keine europäischen Regeln gibt, die greifen, müsste man Europarecht brechen. Wenn wir damit anfangen, dann geht Europa kaputt. Und auf der einen Seite Europarecht im Bundestag zu blockieren, mit GEAS es nicht entscheiden zu wollen, auf der anderen Seite dann zu argumentieren, deswegen müsste man Europarecht brechen, indem man jetzt national die Grenzen abriegelt. Das ist nicht nur europarechtsfeindlich, das ist nicht nur europafeindlich, sondern das ist in der Realität gar nicht umsetzbar. Damit schafft es nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Sicherheit. Und gerade in diesen Zeiten braucht es ein starkes Europa. Wir haben deutlich gemacht, wir wollen beim Wiederaufbau unterstützen. Das braucht aber einen politischen Prozess. Wir haben deutlich gemacht, dann kann es auch Lockerungen bei den Sanktionen geben, weil wir ansonsten wirtschaftlich nicht bei einem Wiederaufbau wirklich auf die Füße gemeinsam kommen können. Und dass wir heute hier die ersten Lockerungen dieser Sanktionen beschließen, das ist eine gute Nachricht für die Menschen in Syrien. Es ist aber auch eine gute Nachricht für uns Europäerinnen und Europäer, weil wir in unserer eigenen Nachbarschaft natürlich Wiederaufbau und damit auch mehr Sicherheit brauchen. Wir wollen, dass die Menschen in Syrien wieder Strom haben, dass sie die Wirtschaft wieder auf die Beine bringen können und wollen das unterstützen. Und zugleich habe ich ja vor Ort gerade deutlich gemacht, dafür braucht es aber auch einen politischen Prozess. Das ist kein Blankoscheck. Deswegen werden wir andere Sanktionen nicht aufheben. Und wir haben zugleich deutlich gemacht, dass die EU nicht Geldgeber sein wird für neue extremistische, terroristische oder islamistische Strukturen. Das hängt beides eng miteinander zusammen. Und wie die Zukunft sein wird, das ist auch 50 Tage später nicht klar. Dankeschön. Vielen Dank.